Hallo zusammen. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie sich bei Arztbesuchen verständigen können. Beim Optiker, beim HNO-Arzt und beim Kardiologen. Schauen Sie sich die Dialoge an und lernen Sie hilfreiche Ausdrücke für diese Situationen. Los geht's! Beim Optiker. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe in letzter Zeit Probleme beim Sehen, besonders beim Lesen. Die Buchstaben erscheinen verschwommen. Das klingt nach einem Sehproblem. Wir werden zunächst einen Sehtest machen und dann Ihre Augen genauer untersuchen. Zunächst aber, hatten Sie früher schon einmal Probleme mit der Hornhaut, zum Beispiel eine Hornhautverkrümmung? Nein, nicht, dass ich wüsste. In Ordnung. Schauen Sie bitte auf die Tafel vor Ihnen und lesen Sie die Buchstaben von oben nach unten vor. E, F, P, T, O, Z. Sehr gut. Und jetzt versuchen Sie die unterste Reihe zu lesen. Ich glaube, das ist ein D oder vielleicht ein O. Die anderen Buchstaben kann ich leider nicht erkennen. Alles klar, das reicht. Ich werde nun Ihre Augen genauer untersuchen. Ich sehe hier eine leichte Hornhautverkrümmung. Das bedeutet, dass Ihre Hornhaut nicht perfekt rund ist, was zu Verzerrungen beim Sehen führen kann. Außerdem haben Sie eine Sehschwäche von etwa -1,5 Dioptrien auf beiden Augen. Und was bedeutet das genau? Sie benötigen eine Brille oder Kontaktlinsen, um Ihre Sicht zu korrigieren. Ich empfehle Ihnen eine Brille mit entsprechenden Gläsern. Diese wird Ihre Sehkraft deutlich verbessern und das verschwommene Sehen beheben. Verstehe, vielen Dank. Wie oft sollte ich zur Kontrolle kommen? Es wäre gut, wenn Sie einmal im Jahr zur Kontrolle kommen könnten, um sicherzustellen, dass sich Ihre Sehschwäche nicht verschlechtert. Falls Sie Probleme bemerken, kommen Sie natürlich sofort. Alles klar, das werde ich tun. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich lasse Ihnen das Rezept für die Brille ausstellen. Alles Gute. Beim HNO-Arzt. Guten Tag, Frau Engelmann. Guten Tag. Was führt Sie heute zu mir? Ich habe seit ein paar Tagen starke Ohrenschmerzen. Es fühlt sich an, als ob etwas in meinem Ohr steckt. Haben Sie auch andere Symptome bemerkt, wie Fieber, Schwindel oder Nasenausfluss? Es gibt etwas Druck in meiner Nase und ich habe das Gefühl, dass ich nicht richtig atmen kann. Vielleicht haben Sie eine Nasennebenhöhlenentzündung, die die Ohrenschmerzen verursacht. Ich werde Ihr Ohr und Ihre Nase gleich untersuchen. Ich sehe etwas Flüssigkeit im Ohr. Das könnte auf eine Infektion hindeuten. Ich werde auch Ihre Nase untersuchen. Ihre Nasenschleimhaut ist geschwollen. Das erklärt den Druck, den Sie spüren. Ich empfehle Ihnen, ein abschwellendes Nasenspray zu verwenden. Wie lange dauert es, bis ich mich besser fühle? Mit der Behandlung sollten Sie innerhalb von ein paar Tagen eine Besserung spüren. Wenn die Schmerzen oder der Druck nicht besser werden, kommen Sie bitte wieder. Ich verstehe. Muss ich auch etwas gegen die Schmerzen nehmen? Ja, ich empfehle Ihnen,
ein Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol zu nehmen, um die Schmerzen zu lindern. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Haben Sie noch Fragen? Nein, das war alles. Ich danke Ihnen nochmal. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Beim Kardiologen. Guten Tag, Frau Schmidt. Bitte kommen Sie herein und nehmen Sie Platz. Was führt Sie heute zu mir? Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe in letzter Zeit oft Herzklopfen und fühle mich schnell erschöpft. Verstehe. Haben Sie diese Symptome bei bestimmten Aktivitäten bemerkt oder treten sie auch in Ruhe auf? Meistens, wenn ich Treppen steige oder länger spazieren gehe, aber manchmal auch, wenn ich ruhig sitze. Gab es in Ihrer Familie schon Herzkrankheiten? Ja, mein Vater hatte Herzprobleme. Danke für die Information. Ich werde zuerst Ihren Blutdruck messen und dann ein EKG machen, um Ihre Herzfunktion zu überprüfen. Ihr Blutdruck ist etwas erhöht und das EKG zeigt leichte Unregelmäßigkeiten. Ich empfehle, dass wir noch einen Belastungstest machen und eventuell eine Blutuntersuchung. Das klingt vernünftig. Muss ich dafür etwas Besonderes beachten? Nein, Sie können wie gewohnt essen und trinken. Wir machen den Test beim nächsten Termin. Haben Sie noch Fragen? Nein, das wäre erstmal alles. Vielen Dank, Herr Doktor. Gern geschehen. Wir melden uns bei Ihnen, um den nächsten Termin zu vereinbaren. Einen schönen Tag noch. Danke. Gleichfalls. Ich hoffe, dass die Dialoge hilfreich für dich waren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal für mehr nützliche Inhalte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.